So, jetzt nochmal alles von vorn. Ja, man sieht noch nichts. So, jetzt aber. Guten Abend, Navia, Pumpman, Mel, Darius und ja, und der Rest, der wo da rumhockt. Jetzt habe ich gerade schon anmoderiert und dann so. Oh, warte mal, da sieht man kein Bild. Oh, scheiße, ich habe nicht auf Live gedrückt. Prost. Nürrock, auch guten Abend. Es wirkt da so hell. Vielleicht ist es bloß auf dem Bildschirm so. Was haben wir da? Ich war heute noch nicht drin. Achso, ja, stimmt. Es gibt jeden Tag wieder Kohle. Wie viel habe ich eigentlich noch? 13 plus 12. Oder 1, 2. Ich habe mir auch Kaffee geholt. Ja, ich habe gerade das Bemalen ausprobiert von den Figuren, was ich... Die erste, wo ich gedruckt habe. Dann hat die Airbrush nicht funktioniert. Dann habe ich sie aufgeschraubt, dann habe ich irgendwas am Boden fallen hören. Dann dachte ich mir, hä, wo soll denn das jetzt rausgefallen sein? Überall geschaut, nichts gefunden. Dann habe ich weiter aufgeschraubt, irgendwann ist nochmal was runtergefallen. Denke mir, okay, jetzt muss ich suchen. Dann habe ich es gefunden. Dann will ich es neu machen, fällt es mir wieder aus den Fingern und dann war es weg. Also habe ich bei Hand ein bisschen angefangen zu bemalen, aber ich bin nicht fertig geworden, hatte ich eigentlich gehofft. Läuft. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich mir entweder Ersatzteile kaufe oder endlich eine neue Airbrush. Aber wir können ja noch ein bisschen runterfahren. So, dann ist auch fürs Spielen besser. Oh, mein Drucker ist fertig. Muss ich dann in der Pause mal rausmachen. Ich denke mal gerade, irgendwas ist so leise. Danke nochmal fürs Kompliment. Gerne, die sind doch auch sehr schön geworden. Oh, meine Kaffeetasse war da, die habe ich vorhin gesucht. So, was machen wir heute? Wer hat alles in Meister Otter gezogen? Wo ist er eigentlich? Da ist er. Noch eine Lasagne fertig gemacht. Wow, wer hat mir Kaffee holen, Alter? Magst du eine ganze Lasagne? Also ich hab mit einer Aktion gespielt und leck mich fett, Alter. Sehr geil. Also er spielt sich schon super. Ich muss die Viecher kalt machen. Wir werden jetzt am Anfang wahrscheinlich ein bisschen sammeln gehen. Okay, das Ding ist definitiv stärker. Das Lasagne haben, hatten wir glaube ich erst letzte Woche. Und gestern hatten wir... Was war das jetzt? Gestern hatten wir Spaghetti. Hat denn schon wer auf Maximum? Weißt du, ich habe noch auf Discord groß getönt, oh, ich muss noch sammeln gehen, damit ich denn bis Samstag auf Ding schaffe. Und dann so, halt warte, du musst 2 Tage warten, bis die scheiß Sachen wieder kommen. Also ist er erst auf 60. Das heißt, wir werden aber heute wahrscheinlich... Warte mal, ich muss die Map aufmachen. Kannst du bei uns sammeln? Ne, da hatte ich keine Lust drauf. Dann habe ich mich anderen Sachen gewidmet, das hat dann schon gepasst. Auf Stufe 50. So, warte mal, wo sind die Sachen? Das muss weg. Ich dachte mal, Alter, das sind echt viele Dinge, ey, und so. Und dann... Hä? Ich hab doch das weg. Achso, Werbung, weg damit. Ey, nein, du sollst ganz weg. Ach, scheiß drauf. Müssen wir die Sachen sammeln. Hotel Escape mich bei 40 PD. Fischl bei C2, Alter. Ich habe glaube ich 4 oder 5 Mal Fischl gesehen. Die Folge dazu kommt übrigens morgen, weil ich habe keine Lust gehabt zu warten. Bis zum Stream, deswegen habe ich mir gleich gezogen. Dass ich die Map-Erweiterung nicht gecheckt habe. Ja, da gab's auch was. Es ist mir erst gekommen, kurz bevor ich ausmachen, nachdem ich was nachgeschaut habe. Busted. Committed to memory. Here comes the catch. Growl, growl, growl. Stop, This dance is for you. hold the line.
Quietly now. Take it easy. Scheiß Pferd. Ups. Positions. Na, der ist auch relativ easy. Billowing surge. Rust and rebound. Hat schon mal irgendjemand geschafft, das Schild komplett wegzuhauen? Ich meine, der stirbt bei mir zu schnell. Fabian, guten Abend. Schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's? Oder eher gelesen. Sehen wir ein bisschen komisch. Ich kann euch alle sehen. So viel gleich verschluckt, ey. Alter, ich bin mit einer neuen Map-Erweiterung, bin ich voll erschrocken. Ich bin da hingeschwommen, wo das Ding da ist. Und dann plötzlich so, ja, ey, wir haben dich entdeckt, wir sperren dich jetzt ein. So, was? Was ist passiert? Hauptstory weitergemacht? Nee, weitergemacht habe ich nichts. Ich habe bloß gesammelt und ein bisschen die Karte aufgedeckt. Und ein paar Viecher gekillt. Was wollt ihr von mir? Wer greift mich an? Achso, die Blöden. So. Wo ist das erste da oben? Auf das neue Sword Art Online haben wir auch schon vorbestellt. Ich hoffe, man ist ein bisschen ausgefeilter wie die letzten. Scheiße, ich hätte das eine mitnehmen sollen. Ich finde das da nicht so geil. Ist die neue Quest schon angefangen? Nope. Ich hatte mich so im Knast verlaufen. Hä? Bleib stehen! Ah, okay. Kiste. Hä? Achso, ich bin am Rand. Die Demo. Ja, die habe ich gar nicht angefangen. Ich habe zwar gesehen, dass es eine gibt, aber dachte mir, das spiele ich eh, also ist irgendwie egal. Schon wieder guten Abend. Ah, ist einmal eine zweite Heilerin besser. Eine zweite? Ich dachte, es gab nur Luchoa. Ah, 5 Sterne oder was? So, warte mal. Jetzt muss ich endlich mal anfangen, die Viecher zu sammeln. Da oben. Das heißt, es fängt hier an. Da habe ich auch gleich so schätzen gewusst, dass die Nahida das einsammeln kann. Everyone hold hands. Waren da nicht 2? Laut Maps sind da 2. Ah, da. Es gab beide Natascha. Eine neue 4-Sterne-Heilerin. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich schaue mir mal bloß die Trailer an, spiele durchs momentan nicht, weil ich warte darauf, dass genug da ist. Sie müssen so viel besser. Boah, keine Ahnung. I see everything. Ich muss zugeben, ich hatte ja schon immer ein starkes Immunsystem. Egal, was ich gemacht habe. Weil ich auch viel drin bin, also liegt vielleicht da dran. Du hast 50-50 Fischl bekommen. Du bekommst dich als 50-50 Fischl. Du hast das 4-Sterne-Fischl bekommen. Everyone hold hands. 11 Tage warten, bis ich Star Rail zocken kann. Und dann zockst du es in 2 Tagen weg, Alter, und dann kannst du eine Woche warten. Einen Monat warten. Da ist was. Hey. Da müsste...
Da oben? Ne, das habe ich I ja, see ne? everything. Ja. Verpass alles. Ne, die Folge kam nicht raus, die habe ich so extra aufgenommen. Hey, Mit SAO überschneide. everyone hold hands. Ich trinke nur Wasser und bin kaum krank. Man sollte aber auch was essen. Ja, ab jetzt müssten wir kommen. Ja, weil du halt keine Welt hast in dem Spiel. This may hurt a little. Nein, das kann ich auch so einsammeln. Das ist das Problem bei Honkai. Du hast ja keine Welt. Die schauen voll cool aus, die neuen Gegner. Hey, Hör jetzt auf mich anzuspucken. Wo ist er dann? I see everything. Oh, ich dachte, ich kann umlegen. Warte mal. Da müsste doch auch einer sein, oder? Kommst du schon wieder her? Ah, da ist er. Ich voll vorbeigelatscht bin. Hallo, Robbys. This is wise. Hey, was ist das? Mach den Zacken weg. Eid des Lebens und LP wiederherstellen? Von der Figur erhaltenen Heilungseffekt absorbieren verhindert, dass sie geheilt wird. Was? Flyer in consideration. Kleine Bitch, ey. Busted. Things are about to get dicey. Jetzt haust du ab, du feige Sau, oder was? Hold the line. Guten Abend, Klaus. Warte, wo bin ich eigentlich? Da bin ich. Warte, da oben sind auch welche? Warum denn da oben? Das sollten echt ein Haufen sein. Habe ich den Haufen eingesammelt? Habe ich guten Abend, Klaus? Ich weiß es nicht mehr. Wenn dann einfach nochmal guten Abend. Im Wasser sind da keine, oder? Nee. Ich glaube, ich habe die eingesammelt. Cooles Hintergrundbild. Ja, das habe ich gestern mal gesehen, nachdem ich mal bei Honkai was gegoogelt habe. Achso, ja, wo ich nach Figuren geschaut habe. Was man mit dem Drucker machen kann. Everyone hold hands. Oh. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, die habe ich alle eingesammelt. Das heißt, wir müssen jetzt daher. Na, das passt dann. Da ist auch so das blöde Ding dann. Projekt Sekai Colorful Stage. Was ist das? Projekt Welt. Die sollten doch hier sein. Wie konnte ich nach unten gehen? Nee, da ist aber auch nichts. Da ist auch nichts. Hä? Halt, warte, da war doch was drunter. Vielleicht kann man bei die Figuren bestellen. Alter, weißt du, wie lange die Scheiße dauert? Ah, da hinten geht's noch weiter?
Eco-Vogue Mobile Rhythm Game ist ziemlich groß und bekannt. Also in Asien vielleicht, ja. So ein 3D-Drucker. Ja, Riesendrucker ist mega, ey. Ne, ich bin jetzt bei der Base. Da sind zwei Dinge. Ich bin jetzt am Base drucken, die Figur habe ich komplett. Wobei ich noch was nachdrucken muss. Ich habe vorhin was nachgearbeitet und habe dann was abgebrochen. Ich wollte es zwar ankleben, aber es ist ein bisschen fein. Deswegen glaube ich, drucke ich es einfach nochmal. Ich habe mir halt auch gleich eine rausgesucht, wo 2000 verschiedene Teile hat oder sonst irgendwas. Ich meine, es sind nicht wirklich 2000 Teile, aber ihr wisst, was ich meine. Was zur Hölle bin ich hier? Da ist eins. Bin ich jetzt da eigentlich, wo ich hin wollte? Nee, da links rum. Mein Tag war ganz cool. Bisschen zu faul, aber gut. Ich habe auch schon überlegt, Pokémon zu drücken und so Zeug, aber... Ja, dann habe ich irgendwann gedacht, ach scheiß drauf, fängst gleich mit einer Figur an. Ich habe halt einfach schon 2 von diesen scheiß Flaschen verarbeitet, von diesen 500 Milliliter Dingen. Naja, nicht ganz 2, aber ein Teil davon. So, jetzt haben wir das. Du brauchst mir nicht als 3D-Figur vorstellen, mich gibt's in 3D. Das heißt, wir haben die. Dann heißt es, wir machen da unten weiter. Hier müssten wir noch. Ich habe da alles eingesammelt, ne? Ohne zu schauen. Naja, dann brauchst du nicht drucken, den kannst du kaufen. Das ist auch eine Mission. Wer will da eine Mission mehr geben? Irgendein Typ. Aber ich habe gemerkt, Honkai hat echt wenig Figuren. Also so zum Garage Kids oder so. Ich meine, ich habe halt auch schon alleine das für die Base ist halt einfach schon riesen... Wo habe ich das andere Ding hingelegt? Ah, da. Da, das ist für die Ding. So ein scheiß Arm in der Größe. 2 Patschehändchen. Und das ist halt einfach die Base dann, wo es draufkommt. Das ist ein Teil von 4. Dann hat man halt einfach nochmal... Das ist nur die Figur, Mann. Ohne das Außenrum. Wie lang denn? Also bei meinem Resin-Druck, ich glaube, ich bin jetzt seit 3 Tagen am Drucken. Ohne eingerechnet mit erstellen oder beziehungsweise nachbearbeiten und das mache ich alles so nebenbei. Ich hatte gestern, habe ich einen Druck gehabt von diesem Arm. Der ist relativ groß gegenüber halt einem normalen Arm. Ich meine, der normale Arm von der Figur so. Und der hat 8 Stunden gedauert. Weil ich den richtig positionieren musste, dass halt die Details nicht verloren gehen. Sinn macht gleich ganz groß. Ja, warte, ich zeig's euch. Ich hab's ja auf Ding gepostet. Jetzt habe ich das mit dem Chat verdeckt. Weg da, Chat. Ich habe mir halt gleich die gesucht. Aber das wird halt alles einzeln ausgedruckt. Da, das Zeug, hier, das. Oh mal. Da, das sind so die Einzelteile, was du zusammenbauen musst. Das Feuer unten. Dann ist da die Base. Das sind die Wolken außenrum. Da kommen dann auch die Arme hin. Das sind die Finger, die konnte man Gott sei Dank zusammendrucken, weil ich dachte schon, scheiße, muss ich das alles einzeln drucken?
Das sind die Hände, wo man insgesamt druckt. Und dann da halt die Figuren. Das sind halt auch lauter Einzelteile. Das Teil, das, hier. Dann die Arme besteht aus 2 Teilen, das besteht aus Ding. Ja, ich konnte nicht anders. Das fand ich geil und dann scheiß drauf. So lernt man's. Hey, ich hatte ein paar Fehldrucke, ja. Da ist zum Beispiel... Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, das sind lauter Punkte drauf, weil ich hab's so eingestellt. Warte, ich kann es euch eigentlich so zeigen. Weil man tut's ja im Prinzip da laden. Cloak Mittel. Also ist nicht so schwer. Also man kann das alles automatisch generieren lassen. So schaut im Prinzip so der Umhang hinten aus. Der wo in die Mitte kommt. Und dann musst du kannst es nicht einfach so drucken lassen. Das heißt, du nimmst das. Drehst es am besten. Und dann habe ich halt, weil umso niedriger das Teil ist, umso schneller geht's. Weil tut er über die ganze Fläche, tut er ja das schichtweise auftragen. Und wenn du jetzt dann das so machst, gehst du auf Slicen, nein, direkt. Slicen heißt, dass man es vorbereiten tut. Das sind so die verschiedenen Ebenen, was er dann drucken tut. Dauert halt 2 Stunden. Jetzt wenn du es halt so machst, sind wir halt schon bei 5,5. Und dazu musst du halt dann immer noch schauen. Ich habe den ersten Anfängerfehler. Ich habe den ersten, man braucht das Supports, also wo das aufbaut. Unten am Boden. Weil wenn du es direkt auf den Boden drucken lässt, dann frecken die Dinger. Und dann musst du so kleine Dinger drunter machen. Damit es das verstärken tut, damit er da drucken kann. So, jetzt hast du aber dann hier halt. Warte mal, das kann man dann so hoch tun. Jetzt hast du dann hier halt aber die ganzen Punkte auf dem Teil. Also ist das Gescheitste, wenn du es halt dann so drehst, damit halt an der Seite die Punkte sind. So, jetzt sind die ganzen Punkte an der Seite und die Details gehen halt nicht verloren. Problem war bloß, ich habe es dann schon mal so gemacht. Aber hier hat das automatische System scheiß Punkte verteilt, so kleine. Jetzt hat er es beim Drucken die nicht gescheit gemacht und dann ist es hier im Prinzip weg gewesen. Also da haben Sachen gefehlt. Also muss ich nochmal drucken. Ist er nur das 3. Mal. Dumme Sau, ey. Dachte mir, oh, jetzt schaut's gut aus. Oh, scheiße, da fehlt was. Oh, fuck, da fehlt auch was. Aber hey, wenn man es schon einfach macht. Ich habe mir dafür fürs nächste Mal leichtere geschaut, ne? So ein Sessel und so ein Körper ist leichter zu drucken als 2000 Teile. Aber der Kafka besteht halt aus mehreren Teilen bloß. Übung macht den Meister, ja. Verbraucht halt Kohle ein bisschen. Gott sei Dank verbraucht es immer nicht so viel. Oder auch dieser Scheißarm. Sieht man das? Der hat so feine Finger. So, jetzt hat er beim ersten Mal die 2 Finger nicht richtig gedruckt. Der eine ist gleich ganz weg gewesen und der eine war total flach. Dann beim 3. Mal drucken hat es funktioniert, aber ich habe die blöden Supports falsch gesetzt. Also sind mir die Finger abgebrochen. Und beim 3. Mal drucken habe ich einfach 2 Arme gleich mit eingestellt, damit wenn einer fragt, dass wenigstens der andere geht. Und dann haben beide funktioniert. Weil ich da mittlerweile dann schon gewusst habe, wie die ganze Scheiße einigermaßen läuft. Jetzt habe ich halt 2 gute Arme und 2 kaputte. Läuft. So, jetzt müssen wir da im Wasser ein bisschen rumgammeln. Es ist teilweise ätzend, aber wenn du mal einigermaßen weißt, wie du es am besten machst. Und das Ding war halt auch, ich habe halt auch einstellen müssen, dass das richtig funktioniert. Wie stark du der erhitzen und so. War das die böse linke Hand? Ja. Du scheiß linke Hand, Alter. Sieht man das? Weil da fehlt halt der Daumen und da fehlt der kleine Finger. Der Daumen, der ist mit ab. Das ist also richtig drauf. Ja, noch nicht ganz, aber ich bin noch am Üben. Das einzige Problem, was ich halt noch habe, aber da muss ich mir noch was dafür kaufen, ist halt, dass so kleine Macken entstehen. Und die muss ich nur ausbessern. Das geht jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel das Schwert. Das dann halt hier
So ein Ding. Dann kannst du es da so reinstecken. Das ist halt einfach ein Teil. Oder da diese blöden Ärmchen, wo halt mit drankommen. Es gibt auf jeden Fall irgendwann ein Video dazu. Das Schlimmste wird dann am Ende wahrscheinlich das Bemalen. Das war ich jetzt schon. Weil da muss ich auch nur üben. Warte mal, konnte ich da nicht in die unteren Ebenen gehen? Ja. Ah, ja, so ging das. Da ist es. Was brauchst du nochmal? Hutaus Talent ab Stufe 6? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Hutao vor 2 Jahren gelevelt. Ein Video zum Drucken. Drucken und bemalen. Hä? Gib jetzt das her. Also ich hab ein Unboxing gemacht mit meinem Drucker und wie ich ihn gestartet habe und wie ich gemacht habe. Also, noch nicht fertig, muss ich nur schneiden. Und dann will ich, zu Raiden will ich jetzt dann auch noch, will ich eins machen. Ich habe ein paar Sachen fürs Drucken aufgenommen, was ich dann nachbearbeiten und keine Ahnung, zusammenbauen, kleben. Das ist hier. Warum zeigen die mir denn die Ebene? Die interessiert mich doch gar nicht. Aber das müsste hier sein. Ich bin schon am Überlegen, demnächst ist ja wieder Amazon Prime Day. Ob ich mir nicht noch einen zweiten Drucker hole, damit das alles schneller geht. Aber es ist nur eine Überlegung. Es ist eine Überlegung, es steht nichts fest. Wobei ich auch das Geld übrig hätte, wenn ich ehrlich bin, weil die Figuren, die wo ich alle für den Monat, für nächstes Monat eigentlich vorgesehen hatte, die haben sich alle verschoben, ey. Erst waren halt da 6 Stück oder so, und jetzt ist es bloß noch eine. Und es kommen demnächst übrigens die Genshin-Figuren von Lumine und... Ich habe den zweiten Namen vergessen. Ether. Das hat deswegen gedauert. Wo wollte ich hin? Die sollten doch hier sein. Das Sammeln ist voll nervig. Haben wir überhaupt genug fürs nächste Level? So this is what you're truly capable of? And I shall have to get serious if I wish to catch up with you. Ah. Aber eben fasziniert, wie viel aus dem Nix, was entsteht bei so einem Dritten. Ja, das ist ja das. Warte mal, ich hab doch da auch die Videos gemacht. Da wird halt der Würfel gemacht. Das fährt immer wieder hoch und fährt wieder rein. Und warte mal, wo war eins fertig? Hier. Hallo? Da. Das war, da habe ich die Kirara gemacht. Da sind die Supports, so ist es rausgekommen. Die bin ich gerade am Bemalen. Und dann schaffst du es halt einfach runter. Ah, ich habe die Kamera echt gut aufgestellt, das ist mein Arm-Ding. Ja, wobei, geht eigentlich. Muss ich bloß richtig schneiden. Und da unten ist dann das wo es drauf kleben bleibt und da sind die Supports, die wo es unterstützen. Und die kannst dann, weil die ja bloß so dünn sind, kannst du dann einfach abreißen. Schauen, ob man das gleich gescheit sieht. Und immer Handschuhe tragen, das Zeug ist nicht gut für die Haut. Na? Was war denn das? Ach so, ja, da habe ich reinigen gedrückt, weil ich nicht gewusst habe, was das ist.
da. Das Coole ist, man kann es halt einfach abreißen. Die sind nicht fest oder so, richtig fest oder so, sondern man kann es halt abmachen. Man sollte dabei auch vorsichtig sein, vor allem wenn man Hände druckt. Ich hasse die linke Hand von dem Ding. Stinkt das Zeug? Also ja, man sollte auf jeden Fall eine Maske tragen. Wobei das, was ich benutze, das habe ich doch gestern aufgenommen. Das ist die große Hand, die ich gemacht habe. Lausgeil, guten Abend. Die ist jetzt zum Beispiel so groß, dass sie einzeln drucken muss. Und die hat 8 Stunden gedauert, weil die halt auch so hoch ist. Also es gibt verschiedene Resin-Sorten. Es gibt auch durchsichtige Sachen und keine Ahnung was. Das, was ich jetzt habe, ist Echo. Das wird aus pflanzlich wird das hergestellt. Gehen wir mal dann über. Das geht vom Geruch eigentlich her. Man soll jetzt trotzdem nicht einatmen. Druckweisheit. Nicht wirklich. Das ist das Zeug, was man überall liest. Bei dem ist halt die Sauerei größer, ne? Also du musst da immer schauen. Maske auch am besten aufhocken wegen den Dämpfen und alles. Das ist halt ein ziemliches Gefutzel und man braucht einen Haufen Scheiß. Einweghandschuhe am besten. Praktikum, da gibt's genug Videos dazu. Ich hab's auch bloß daher. Ich kann jetzt bei uns in der Firma ein Praktikum machen für Tiefziehen. Das war aber ein ganz anderes Verfahren. Warte mal, treffen die sich hier? Da waren noch immer 2. Das blöde Sammeln dauert auch ewig. Hä? Oh. Ah, da ist noch eins. Wie bräuchte ich ihn fürs nächste? $40, oder? Boah, 45. Was ist das? Achso, der große Schleim. Bin jetzt ein Fan von Persona 5 geworden. Man kann auch nicht anders, das ist einfach ein geiles Spiel. Scheiße. Die müssten wir hier in der Mitte treffen. Warten wir mal kurz, bis die kommen. Die habe ich aus Zufall, habe ich das rausgefunden, dass wir die 2 Wiesel platt machen können. Immer eingebuchtet. Ne, ich war halt einmal dort und bin eingebuchtet worden, habe gesagt, ich will die Quest nicht machen und fertig. Oh. Hä, warum war jetzt der andere später wie vorhin? Achso, weil der einen langen Weg hat, ne? Scheiße.
Jetzt muss ich bloß wissen, wann der andere kommt. Sehr gut. Aber wo gab es denn jetzt dann noch so einen Haufen Zeug? Oben am Strand gab es, glaube ich, noch viel. Das sammeln wir noch ein und dann geht's los. Dann machen wir die Story-Quest. War hier auch was? Lieblingscharakter? Eigentlich der Joker. Aber gut, man muss halt dazu sagen, man spielt ihn halt auch. Wenn man so von den Charakteren, von den weiblichen Charakteren nimmt, Alter, dann die Kasumi und die Makoto. Wobei, ich mag sie eigentlich irgendwie alle. Den Anime fand ich nicht so geil, aber das Spiel ist halt mega. Aber ich meine, man hat wenn man das Spiel schon spielt, warte mal, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Wenn man das Spiel schon gespielt hat, kennt man ja ein Anime, also. Wie er sich selbst ermordet hat, Alter, indem er ins Wasser ging. Sniper 1 bis 3. Fand ich nie so gut. Wobei ich auch nie wirklich eins gespielt habe, also. Da wird er vielleicht auch nichts mitreden. I've been waiting. I see everything. The banquet must go on. Lass mich in Ruhe. Verzieh dich. Please remain seated. Alter. Kannst du jetzt mal aufhören? Gotcha. Scheiß Spackos. Ich will doch nur die verdammten Dinge einsammeln. Scheiß kampfsüchtige Vollidioten. Das ist eine Höhle. Max, guten Abend. Und jetzt ist da eigentlich nur welche? Wo bin ich? Ich bin jetzt hier. Den habe ich eingesammelt. Die 3 da oben, denke ich mal, habe ich gemacht. Alter, wie viele Ebenen gibt's hier? Ach so, der Turm. Der ist schon hell. Nee, das mache ich dann demnächst weiter. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr dazu, dass wir irgendwas machen, wenn wir eine Stunde bloß sammeln. Das da habe ich alles, da unten war... Oh ja, stimmt, da hinten waren noch welche. Ich denke mal, ich werde noch die sammeln, was ich noch brauche für den nächsten Aufstieg und dann reicht es, wenn ich in 2 Tagen nochmal sammle. Montag dann. Warte mal, so. Das war mein erster Eindruck. Sehr geiles Spiel. Wobei der Anfang sich ein bisschen lange zieht. Aber es ist auch das erste RPG seit Jahren, was ich halt zweimal durchgespielt habe.
Weil ich habe erst Persona 5 gespielt und danach Persona 5 Royal. Und das war halt, keine Ahnung, wenn du Royal dann das erste Mal spielst, das war halt im Prinzip wie Heimkommen zu alten Freunden, ey, weil das war also so Spaß gemacht, wieder das einfach zu spielen mit den ganzen Charakteren. Klar, ein paar kleine Änderungen, was halt drin waren. Warte mal, da sollten noch 2 sein. Das sollten 4 sein. Warum habe ich nur 2? 3. War da unten noch was? Nee, dann bloß da drüben. Das habe ich eingesammelt. Dann können wir noch da Niebe. Bist du dappert. Mal, das ist. Jetzt müssen wir erst wieder vergleichen. Hier sind welche. Und da. Da ist einer. Da ist einer. Greift mich eigentlich schon wieder an. Scheiß Hillis, Alter, verzieht euch. Ich habe alles in Quest von Honkai Star Rail gespielt, jetzt ist mir langweilig. Ja, deswegen spiele ich es nicht mehr. Erst dann. Ich glaube, beim nächsten Patch spiele ich es wieder. Dann habe ich 2 Updates zum Spielen. Sollte das nicht hier sein? Da! Und... Oh, genau 45, Alter, wie geil. 8 von 12. Wir müssen den gehen. Honkai bringt einfach zu wenig Content, Alter. Das ist richtig ätzend. Pommes, guten Abend. So, dann haben wir... Wo sind wir denn da haben? Jetzt muss ich erst wieder finden. Wo ist der Scheiß? Da ist es. 4. Wie viel habe ich jetzt gebraucht? Keine Ahnung, wir machen einfach 8. Da kommst du zum Ottermann, danke. Jetzt muss man bloß wieder hochleveln. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich wieder einen Charakter hochlevel, weil es Bock macht. Ah, okay, waren viel zu viel, egal. Oh, ich hab schon gar keinen Bock mehr auf dieses verdammte... Alter, da fehlen mir noch 14, 60. War das halt immer 64? Was ist mit Furina? Ja, die kommt da erst noch. Alter, habt ihr ihre Movesets gesehen, Alter, wie die kämpft? Heilige Scheiße, das macht ja bestimmt Laune. Da hab ich Bock drauf. Komm mal weg. So ungefähr. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir noch die Dinge. Mache ich das Viech? Ne, das Viech kann ich so auch noch machen. Drei. Ah, warte mal, ich kann doch jetzt auch Dinge hochleveln, ne? Die Talente. Habe ich da genug Zeug dafür? Ah. Wenn ich sie aufgelevelt habe. Oder wenn ich ihn aufgelevelt habe. Dauert halt noch ein bisschen. Muss ich wieder Gegner killen gehen. Das haben wir umgewandelt.
Mache ich das? Das könnte ich eigentlich morgen machen, ne? Wobei wir könnten auch... Wo war denn das? Warst du das? Mittwoch, Samstag, Sonntag. Nee, das sind glaube ich die falschen. Ich habe sie gar nicht benutzt, Alter. Was waren das für welche? Sonntag, okay. Morgen kann ich die sammeln, dann behalte ich das. Der Spiel von den anderen war anders krass. Take it easy. Oh, das habe ich gar nicht extra mal heute. Probelauf, das habe ich. Halt, eins habe ich vergessen. Dailies machen wir doch schnell. Das kann ich ausmachen. Dann sind wir hier. Soll ich nur tun? Was ist denn? Tochter L dem Auto vom Hundes beitreten will? Ach so, die bitte. Ja, bla bla bla, ich bin alt und hab keinen Bock. Seid ihr das Monsterlager? Okay. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Here. Aber für meine Dendro-Ding ist es echt einfach. Was ist los? Hab's sammeln also. Du bist voll der Handy-Gamer, oder? Aber schön, dass du da warst. Hä? Was war das? Ich hab's nicht verstanden, was so Ding? Zucker ist auf Laptop. Okay. It's raining again? Oh, this isn't good. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long way. Ne, ich habe an sich gemeint, der Handy-Gamer. Aber gut, wenn du die alle auf dem Laptop spielst. Ich meine mit Honkai und keine Ahnung, ob du Genshin zockst und Summoners War. Ich kann mich damit nie so ganz anfreunden, ey. Genshin spiele ich auch nur, weil es auf PC gibt. Azure Lane oder Arknights würde ich alles gern spielen, aber... Alter, es gibt nichts Geiles, als wenn es regnet im Spiel mit meiner Kombo. Quietly now. Rust and rebuild. Ah, ich bin eingefroren, du Sau. So, der ist aber auch weg. Da. Sind da schon zwei? Wo ist eigentlich der vierte? Kommt mal her! Allow me. Wieso so geht es auch? Gibt's was, das man auf dem PC zocken? Ja, ich habe auch schon gesehen, dass man das alles auf dem PC irgendwie nutzen kann, aber eigentlich... Weißt du, das ist halt auch kein ganzes PC-Game. Can you hear that? Später wieder mal Heavens are whispering. Oh, du hast die ganz schön erwischt. I see everything. Sechs Viecher, ey. Gestern mal Steuererklärung gemacht, ey.
Für 2022. Da war ich ganze 10 Tage krank. Und einmal wegen Corona. Und einmal wegen Impfung. Bin mal gespannt, wie oft ich das Jahr eigentlich krank war. Ich sehe es immer, wenn ich die Steuererklärung mache und denke mir dann, ah, scheiße, du warst echt zu wenig krank. Es ist aber eigentlich schön, wenn man nicht krank ist. Entzündung an der Drüse. Ja, ich führe dir gleich weg. Positions. Everyone hold hands. I see everything. Rest and rebuild. Hey. Mich auf dem Weg zur... Das ist natürlich das, auf dem Weg zur Arbeit. Kann ich halt schlecht machen, ne? Ich meine, ich muss fahren. Grow. Here. All eyes on me. Busted. Committed to memory. So. Jetzt haben wir wenigstens die Dailies. Was ich halt gerne spielen würde, wäre Arknights. Weil mich da die Story halt richtig interessiert. The weather is Na gut, lovely den Zug and muss ich nicht warm. selbst fahren. Wäre auch komisch. Da Handygame und Zugfahren. Add Ast. Thank you for. Add Ast. Hä? Achso, da. Hä, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Oh Gott, ich habe den Bennett ja losgeschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will. Warte mal, warum habe ich den dahin geschickt? Ich habe das falsche Ding ausgewählt. So. Da ich für Nevilette die Waffe haben will, was es im Ding gibt, muss ich auch mal wieder was schmieden lassen. Aber ich finde halt Arknights die Story besonders gut. Bloß ich kann mich irgendwie nicht drauf... Oh. Alter, ich habe vor Ewigkeiten hier mal was gekocht. Das muss doch schon längst weggegammelt sein. Zählt das eigentlich als Kochen? Weil ich hab mal den blöden Pass geholt, damit ich die scheiß Waffe krieg. Die das soll für Nevilette gut sein. Nevilette. Warte mal, hat die eine... Hä? Oder was ist die da? Ne, ist schon die. Jedenfalls hab ich's gelesen. Ja, die maximale LP um 32%, die Elementar kommt um 40%. Ha. Navigating the world is a Darf man whole Wein von lot Antioch easier with a trinken? few different identities to choose from. Das Tower Need me Defense to Game, come ja. up with some for you? Da gibt's auch ein Anime dazu. Ja, ich find die Story mega, weil das so dieses postapokalyptische, aber halt dystopische ist. Ich komme gerade durcheinander, halt, ich muss noch kochen gehen. Damit ich mein Ding hochkriege. 20 mal Eier-Ding. Warte mal, habe ich so wenig Eier? Boah, was ist passiert? Dafür bin ich noch auf dem Steaks. Habe ich das jetzt gemacht? Ja. Elementarhäufung, lass 20 Objekte schmieden, mache ich gerade. 3 Bitten, bla bla bla, Kanntaler, Dekorationen. Kann Geist durch,
Duelle der Herausforderung, die könnt ihr mich mal. Das mache ich dann alles morgen. Take it. Ich stecke nur dieses Tower Defense ab. Ey, der spielt sich eigentlich relativ interessant, muss ich zugeben. Weil du halt auch diese Fähigkeiten hast und die Charaktere aufleveln und alles mögliche. Und wie gesagt, ich finde halt die Story irgendwie interessanter als bei Azure Lane zum Beispiel. Wobei ich bei Azure Lane jetzt auch nicht so weit gespielt habe. So, jetzt haben wir das. Den Rest mache ich dann morgen. Was ich wahrscheinlich vergesse. Aber ich mag es trotzdem. Aber man kann nicht alles zocken. Genau das ist das Problem. Ich habe sie alle installiert, aber nichts davon gespielt mehr auf meinem neuen Handy damals. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Antibiotika und Wein zusammen ist keine gute Kombi. Man soll, glaube ich, an sich zu Antibiotika nichts Alkoholisches oder sonst irgendwas dazu trinken. So, dann machen wir jetzt an der Stelle eine kurze Pause. Ich hole mir was zum Trinken und mache mal schnell meinen komischen Druck. Das dauert 5 Minuten. Und dann geht's weiter. Warte mal, habe ich das eingestellt? Ja. Facecam, in der Stream, Pause. Also dann, bis gleich. Halt da oben.
Huhuhuhuhu. Als ob ihr noch gewusst habt, was die alte Pausenmusik ist. So, weg damit. Hat jetzt leider wegen länger gedauert als geplant. Weil ich nicht mehr wusste, welches ich jetzt schon gedruckt habe und welches nicht. Oh, ich habe mein Licht falsch rumstehen. So, besser. Vor allem, da gehe ich runter, denk mal. Die war recht gechillt. Ich weiß gar nicht mehr, was die neue ist. Muss ich halt mal schauen. Sinn hat uns nicht vergessen, nee. Das hat jetzt leider wegen länger gedauert. Vor allem dann gehe ich schnell runter, denk mal. Ah, verdammt, das Trinken noch. Warum ist kein Trinken mehr im Kühlschrank? Oh, scheiße, ich habe vorhin zum Malen was mit hochgenommen, wo ich das andere Ding bemalt habe. Aber scheiße, steht da gleich gegenüber. So. Aufnahme starten. Und dann kommen wir doch zur Hauptquest, hätte ich gesagt. Da. Gehen wir zu Navier. Navier. Yep, there's the room, and it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. Wenn wir uns ausruhen wollen, können wir uns doch einen Ort mit einer schöneren Aussicht aussuchen. Oh, come on! This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? Du wirst doch bloß wieder, dass was gebacken wird. Raus mit der Wahrheit. Oh, fine, fine. Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. Ja, aber sag mir nicht, wer der Täter ist. Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a copy. Aber wir brauchen wieder Inspektor Paimon. Ne, Detektiv Paimon. Du und Paimon ruhig vor ein paar Tage im Stützpunkt aus. Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a social documentary. Whew. It's actually pretty good. Du hast es erst jetzt fertig gelesen? No. Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's all. Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? Huh? Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? Warum ist Paimon eigentlich so... Warum hallert er so? A blonde traveler and a chatty little fairy. Phew, looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. Ein gesprächiges kleines Ding. Hey, what do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. Monsieur Nourillet wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Ey, ich hab ihn nur gezogen, das heißt nicht, dass wir jetzt für ihn arbeiten. Neuvillette? He wants to see us again already? Huh. We talked so much the last time we met. Has something happened since then? I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Nourillet in person. If you say so, but Paimon has a bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. Zu den leuchtenden Sternen tief im Wasser. Also sowas ähnliches wie meine Überschrift halt, nur abgeändert. Warte mal, wo soll ich eigentlich hin? Ha?
Warte, was? Sprich mit Darcy? Wer zur Hölle ist das? Was ist mit dem Legendenauftrag? Hm. Oh, schließ bitte den zunächst den vorausgehenden Auftrag ab, leck mich. Achso, der ist ja schon offen. Noch nicht freigeschaltet, die interessiert mich auch gerade echt nicht. Der Vergessene, die Figur wird gerade anderweitig. Aktuellen Auftrag fortsetzen. Was? Aktueller Auftrag, unveränderte Komödie. Hä? Hä? Wie jetzt? In andere Aufträge verwickelt? Okay. Trotzdem des aktuellen Auftrags den leuchtenden Stern, tief im Wasser, Archonten, Legenden. Hä, das ist doch das. Was ist jetzt damit? Hä, was wollt ihr von mir eigentlich? Was ist denn das zum Teufel gewesen? Ja, keine Ahnung, Alter. Das hab ich auch noch nie gesehen. Ja, das ist schon das, wo wir hin müssen. Aber warum hat er mir jetzt das gezeigt, dass ich das nicht machen kann? Hä? Warte mal, ich muss noch mal schauen, das... Die unheilvolle Komödie, Spiel der Reiche. Keine offenen Fragen. Ich weiß nicht mal, wer Montclair ist, Alter. Ah, okay, ich kann das erst freischalten. Jetzt komme ich, da komme ich wenigstens mit. Ich muss erst das gemacht haben, damit ich das machen kann. Warum habt ihr eigentlich immer so riesige Zimmer? Das ist doch voll die Verschwendung, Alter. We're here! Did you want to see us about something? Oder empfängt er auch Reisegruppen? Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Du hattest gerade noch die Gefängnisquest am Laufen. Hä, die habe ich doch extra unterbrochen. Egal. Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Für den Otterkönig tun wir alles. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I do indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this. Kurz zuvor im Palast Marmonion. It has come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? I heard that she was originally from Fontaine, but for her to suddenly arrive here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. Oh? Well, you see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's like a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example.
it was just an analogy. An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite possible the result wouldn't be restored relations, but a complete falling out. I don't think we should overthink those possibilities yet. Ahem. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with you? You mean you won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro-Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. Though it could officially be considered a diplomatic conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? Lady Farina? Yes, that's right. Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so naturally, there's no need to introduce the nation's revered Iudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead happy, fulfilled lives. That is something truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Iudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya, as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case as settled. I apologize for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well.
I respect all the rules of Fontaine's courts, just as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the Fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About that. The Fortress of Meripede has always been completely autonomous. Even we have no authority to interfere there, and diplomatic issues do not suffice as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the Harbinger, I have a proposal. The knave showed up already? Well, Lenny did say that Father will be returning soon. We didn't even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information. Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the knave. Ups, Mikro war aus. Could the knave be threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's still an Archon. In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the Fortress of Meripede, Child recently disappeared under mysterious circumstances. Was? Jetzt schon? Verschwunden? The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the Fortress of Meripede. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's disappearance. I was only willing to share this information with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the Fortress of Meripede and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. Aber warum gerade wir? Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Fortress of Meripede. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The Fortress of Meripede is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always existed as an autonomous entity. Early in Fontaine's history, criminals were punished with exile, not imprisonment. Even today, sentences against convicted criminals still include exile, just as before. The Fortress of Meripede may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for exiles. All we do is dispatch guards to keep watch and help maintain security, but we have no right to get involved with any other matters. Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a third party, right? Correct. I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? Da du in einer sehr schwierigen Lage bist, schließlich ist der Tag der unserer Front. Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best choice. All
You too have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, I hope that both of you can keep this operation a secret. We will rendezvous at the Fortress of Merope's entrance on Erenius once you've prepared yourselves. I will arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Oh, right! Even though we'll be there on trumped-up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? Sie ist einfach einmal, das ist schon abgemacht. Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of delivering this report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, regardless of the outcome. Vergütet, alles gleich, nimmt 20 Millionen Primus. Now that's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Okay, ich will nicht gierig sein, 10 reichen auch. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal gratitude. Verschenkst du uns gerade ein Geschenk, Alter? Oder schenkst du uns gerade ein Geschenk, was du von Allegino bekommen hast? Weißt du, wer weiß, was da drin ist? Wo ist mein Kuchen? Ich will jetzt meinen Kuchen haben. Geh zum Café Luzerne. Was ist mit dir los? Gestionär. Was zur Hölle ist denn ein Gestionär? Das muss ich googeln. Das interessiert mich jetzt. Gibt es das wirklich oder ist das einfach nur... Nee. Good roll. Gestionär. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Na? Das haben wir verschrieben. Gestionar. Beurteilung der Gestion der industriellen Unternehmung, was? Der Gestionär ist, wie immer die Wirtschaftsordnung sein müsste. Okay. Ich meine, dafür jetzt auch nicht rausgeschlagen, aber ich will jetzt auch kein langes Ding daraus machen. Warum porte ich mich nicht einfach gleich raus? Ach so, das sind andere. Das dachte ich, wegen der Kleidung und so. Ist das der andere Typ, den wo wir mit dem Spielzeug da gehabt haben? Was ein Gestionär ist. I'll have that, and that. Oh, and one of those two. Ooh, and no Fanta, thank you. Keine Fonta, Alter. Hast du nicht gerade eine Wille Kuchen aufgegessen? That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we were about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine. Just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the Fortress of Merope. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Ich glaube, wir werden beobachtet. Oh, what is that I hear? Was zur Hölle? Is it the taste of a breaking story? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Warum können die plötzlich alle einfach irgendwo auftauchen? Das ist doch, ich dachte, das ist ein Furina-Trick, Alter. Jetzt plötzlich können das alle. Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover the cost of the meal. Also nochmal, Gestionär ist scheinbar irgendwie was zum Verwalten oder Managen.
Gestionar, das ist einfach nur ein Wort. Aber das wird scheinbar im Spanischen ist das hier. Keine Ahnung, ob es das auch im Französischen gibt. Nur mal so. Paimon ist mega nervig. Nein, ist sie nicht. Das ist doch voll lustig. You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the Fortress of Meripede. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. Keine Sorge, die Massenmorde erzählt mir jetzt nicht. No way! We would never! We're just going there to... Oh, Hachi? to... Oh no, Paimon almost forgot that Neuvillette told us to keep it a secret! Oh, Alter, jetzt erwähnt sie auch noch Neuvillette. Weil wir öffentlich das Ende eines kriminalen Romans verraten haben. Huh? You're being arrested for that? Oh. But now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable. Almost as offensive as committing theft. You mean Paimon really did something that serious? Siehst du, ich hab's dir gesagt. Sorry, Paimon really messed up. Well, in that case, it's nothing particularly newsworthy after all. Oh, how disappointing. Oh, right. There's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Meripede, would you be willing to help me gather some material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. Oh, it's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face-to-face with the warden of the fortress. He was awarded the honorary title of Duke in Fontaine. Sounds really cool, huh? Only those who have made significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the Fortress of Meripede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free, so this meal is on me. Alright, you got a deal. We'll do anything you want. Paimon, Alter. Oh, die macht mich fertig. Guten Abend, Pieps. Then it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? Ich wollte es gerade sagen, hat sie eigentlich mitbekommen, wie viel wir bestellt haben? Also Paimon, nachdem ihr euch ordentlich satt gegessen habt, bereitet euch auf eure Ankunft in Fort Meripede vor. Oder Meripede, was weiß ich. Paimon's so full. Well, guess we have nothing to regret now, so let's get going. Habt ihr euch übrigens eure kleine Qualle erholt? Wait, Paimon Nee, just said something stimmt really nicht. ominous, didn't she? Oder so. Und du? I had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please, don't forget about the material for my news article. Was hat eigentlich mit dem Titel auf sich? Doch, das war der Titel, der wo eigentlich für die Story-Quest der jetzt ist, fürs Update, und ich habe einfach was anderes draus gemacht. Einfach aus Scheiß. Ich kann ja gerade gar nicht lesen, warte mal. Wie war denn der? Zum leuchtenden Müsli tief im Glas. Ich habe irgendwas im Kopf gehabt und habe das einfach gemacht. Halt, warte. Ups, so. Das war der erste Blödsinn, der mir einfach eingefallen ist zu dem Titel. Konnte man hier nicht irgendwas hören? Egal. Warte mal, was war da? Oh! Ah ja, eindeutig Blödsinn. Genau. Ich meine, anstatt irgendeinen Standardtitel einfach zu wählen, einfach irgendein... Hä? Warte, ich soll zum Eingang vor dem vorgehen, aber... Warum wird es... Hä? Ach so, das zeigt da durch, alter Scheiße. Hä? Ich dachte, das Vor ist da drüben. Hä?
Achso, da holt mich ein Schiff ab. Nee, warte, da geht's runter, ne? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das leuchtet das Müsli eigentlich gesund? Kommt drauf an, wo du es genießt. In Fallout würde ich es nicht essen. Alright, Nervalet, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Stimmt doch gar nicht. Ich werde mich bei dem einen Ding einfach fangen lassen, bin ich plötzlich drin. Careful. You may want to step back a bit. Whoa, so you have to go down from here? Is the prison underwater? Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. But do not worry. It is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. Paimon hopes you're right. Don't know about you, but just thinking about being at the bottom of the sea like that gives Paimon the heebie-jeebies. Die Heebie-Jeebies. Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him too. He's that Duke, right? Correct. He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to investigate at my behest, it would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. Kannst du das der Voice Actor von Chong-Li ist? Ja, auf jeden Fall. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. Ist er nicht? Ich dachte, er verstellt halt die Stimme ein bisschen. Wie ist er wieder ausgesprochen an? Virtuschley, keine Ahnung. All right. Ich kann den Namen It's nicht about all the aussprechen. time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume? Don't worry, they won't escape on my watch. Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. Wie sie mich voll als Kriminelle behandeln, weißt du? Ey, kommt nicht, Alter. Ich bin freiwillig gekommen. Was soll der Scheiß jetzt? Nein. Ich will einen Auftrag fortsetzen. Irgendwann ist auch so zum Fort Meripod. Oder Merope. Warte mal, so, ne. LED. Ups. Synchro. Wer ist der Synchronsprecher von Nevulet? Raymond Scheifes oder Ray Chase, kurz gesessen und Buschmann von Welt in Genshin Impact. Demon Slayer, Jujutsu Kaisen hat er mitgespielt, die Fate, Dragon Ball Super. Der ist auch der Sprecher von Piccolo und Tenshin Han. Also der englische. Mob Psycho. Final Fantasy 15. Steht aber nichts von Ding. Nier Automata. Nier Reign. Fire Emblem Engage und Super Mario Bros. Okay. Also scheint nicht der vom Chong-Li zu sein. Hast du ihn als Char? Ja, Nevulet hab ich. Die Folge, wo ich ihn gezogen habe, kommt morgen. Na gut, gehen wir mal rein. Das hat jetzt hier voll das Bioshock-Erlebnis. Are we already underwater now? Huh. So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. Alter, wir sind noch nicht mal unten. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. Ne, mir sind noch gefakte Häftlinge, aber das solltest du nicht wissen. Sonst müssen wir dich leider umbringen. Da war ich schon. Wie das halt echt
Echt, der unten ist. Oder war das der Eingang? Ich glaube schon. Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows, it might help your professional reputation. Yeah, right. As if. Every criminal comes through here looking miserable. How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. Well, I've finished transferring you. You two will register here, and Marette will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that bright and sunny world above. Sie ist sehr negativ, nur weil sie im Gefängnis arbeitet. Okay, let me see. You are the Traveler and Paimon, correct? Anwesend. That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. You two are charged with eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days? Ist es euer Scheiß Ernst jetzt? Alter, der hätte sich wenigstens irgendwas Cooles ausdenken können. Klar, eine Kleinigkeit, aber doch wegen dem Kuchen? Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was... Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. Wirklich ein scharfes Auge. Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. Hey, wir werden für den scheiß Kuchen eingesperrt. Ich weiß, es ist nur... Unter Marets Anweisung führt ihr alle erforderlichen Formalitäten durch. And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity for rebirth. Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days! You two are the new inmates, right? Follow me. Oh, okay! Paimon is Paimon and this is the Traveler! Save it. Not like I'll remember your names. Move it. Okay. Ein unterirdischer Kanal dahin. Das ist cool. Aber klar, warum umständlich machen, indem man unter der Erde einen scheiß riesigen Kanal baut? Man könnte es ja auch oberirdisch machen. Ah, deswegen konnte ich da nicht rein. So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of while we're here?
Antiken. Did Paimon already ask something she wasn't supposed to? Why should I tell you anything? What's in it for me? Du wirkst nicht wie eine Wache. This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. Credit coupons? Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. So, credit What? coupons are a currency that can only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone starts from the same place, and you have a chance at a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. Oh, so that's what the Fortress of Meripede is like. Huh. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn some extra coupons. Hast du jemals den Herzog gesehen? Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna cost you. So all you care about is Mora! Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try. Das schaut stark aus. Können wir nicht so eine Unterwasserwelt bauen? Ja, ich würde euch alle locker platt machen, Alter. Meine Nahida-Dings-Kombo macht euch fertig. Hä? Noch mehr Aufzüge? Was ist hier los? So, we're going even deeper now? Just how deep down are we? It's like a metaphor for your previous life, isn't it? Our lives weren't that bad. Allow me. Ja, wo ist das Ding eigentlich? Ah. Da. Hui. Alter, wer So baut denn this sowas? is the actual entrance to the Fortress of Meripede? Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. Ach, das fällt dir jetzt erst auf? Du bist die Einzige, die so entspannt so anscheinend. Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Neuvillette might not be able to rescue us. Können wir wirklich hier eingesperrt werden wie echte Häftlinge, wenn wir entlarvt würden? Hey! Don't scare Paimon!
I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. What was that all about? Wait a second. Are there usually so many Gardermechs around here? Soll das etwa heißen? They're already onto us? Mach dich bereit für den Kampf. Ah, da ist der Prisoners andere. numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardermechs aren't here to attack you. In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends of Monsieur Neuvillette, I had the Gardermechs come and wait in formation. Wait! Ja, klingt ganz in Ordnung. Connection with Neuvillette? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being sentenced here, even if you're friends with the Chief Justice. Quite Anscheinend. fair. Anscheinend bist du der... The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh, greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good outside the sea as you say it is. How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have... My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you, So this is the Duke. He sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? Es geht so, seine Einstellungen können aber verbessert werden. Er hat sich sehr um uns gekümmert, wirklich netter Kerl. Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting, I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. Oh, thank you. Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, anything, please, come find me anytime. No credit coupons necessary. Wie wir halt plötzlich die besten Freunde sind. Well, I believe that concludes the introductions. We've already taken enough time here. Deacon, if you would. Yes, Your Grace. I'll take my leave now. Scheiß Please, Schleimer. follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. Lass uns erstmal ihm folgen. No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. Ich befinde dann eigentlich ganz in Ordnung bis jetzt. Mein einziges Problem ist die Sambo-Fresse aus Honkai Star Rail. Und den Typen kann ich halt überhaupt nicht ausstehen. Aber bisher ging es eigentlich. Hey Monclain, was geht? Hallo. Entschuldige Störung. Oh. Aussicht. Ja, geile Aussicht, ja. Take it easy. There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. Is it really okay for the warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then maybe you'll be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not cause trouble for yourself or for the guards.
Now, we've arrived at a very important place. The Coupon Cafeteria. You can come here and claim 1 welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to Fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just arrived with nothing, you'd have to go to work hungry until you earned enough coupons to eat. It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no-good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. But trade is always conducted by people. So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the Fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else as fair and reasonable. Right! Paimon sees your point. By that logic, this place doesn't seem so bad after all. Oh, wait, no. We shouldn't drop our guard so quickly. But it seems the inmates really respect the Duke because of his attitude, right? We should still try to verify the truth with our own eyes. Let's continue this way. Okay. Achso, da drüben. Hey, warte mal, da oben ist ein Teleporter, kann ich da hoch? Oh, Schweinerei. Wahrscheinlich gibt es da den Aufzug, naja. This place is known as the Pancration Ring. Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to be. Pancration matches? And you can earn extra coupons? Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your opponent. Scheint sich gut zu kennen. So, did you set this place up too? No, actually. I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I collect a portion of the proceeds in return. Of course, the fees are also quite useful. Oh. Do you mind if we ask what they're used for? Sure. Ensuring personal safety, maintaining the arena, and resolving any conflicts that arise. Why? Are you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. A reasonable guess. I see you have a talent for entrepreneurship. Oh, you hear that? Paimon has a talent! So we could start a business here? Wie Paimon sich gleich wieder einlullen lässt. That is something you can discuss between yourselves later. Let's move on for now. Ich will dann auf und das Ding mal anmachen. Das war ein Scheiß. Ach, mir egal, ich gehe jetzt da hoch. Ich will das Ding mit den Teleporter anschneiden. Ein Stock höher, los! Weh, du lässt mich jetzt den einen Stock höher nicht raus. Okay, sehr gut.
Hä? Oh, der will, dass ich da hochgehe. Scheiße. Zu spät gesehen. Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, wait, what time is it again? What time indeed? Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. Sorry, forgive my manners. These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will inform you where your bunk is later. In the Fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? What does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons, if you have other skills, you can skip your shifts to earn them in other ways. Wow. Wait, you're the manager of this place, and you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? The fact that the Fortress of Meripede has continued operating completely autonomously is proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the Fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, but also a giant machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production process now. You'll experience it all firsthand when you report for work tomorrow. Danke, Herr Herzog. Let's move on. The tour continues over this way. Wie halt uns persönlich rumführen, Mann. Ist das eine Linne? Hä? Scheiße gelaufen, ja? Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work that I was starting to see things. The only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. Warum zur Hölle war unser Zauberboy hier? Ganz kurze Pause, ich muss schnell was machen. Warte, wo war's hier? So, dann gute Nacht mehr. Schön, dass du da warst. Katze wollte hinaus und langsam ist es ein bisschen kalt geworden hier drin. So. Eins tiefer ist ein Ding?
Ja, da geht's nochmal eins tiefer, kann das sein? Nee. Gab schon öfter 2 Pausen. Okay. Jetzt würde mich bloß interessieren, was er hier macht. Ist deswegen vielleicht der Child verschwunden? Aber wie kam denn der hier rein? Unser Zauberboy. Da bin ich mal gespannt. Ja, aber den Schrecken, den muss man ihn auch erstmal einjagen. Arr, Captain Rosalino, was ist los? Arr. Hey, was ist da links gewesen? Oh, das ist doch die eine Kleine, die man mal gesehen hat. Your Grace? What are you doing in the infirmary at a Sie time like gewinne? this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? Ist sie zum Teil, scheiße, wie Melusine? Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. Siegeween. Then you must be here for those two. Allow me to introduce you. This is the infirmary, and Siegeween here is the Fortress of Meripede's head nurse. Hello, new faces. They call me the head nurse, but I actually handle all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? Also sie, wenn man spielen kann, sie wird bestimmt ein DPS, Alter, und bestimmt kein Heiler. Oh, then these two must be some important convicts. Sure, I'll join the welcome party. Warte, wir bekommen eine Willkommensfeier? Thank you. Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. Then let's head back to the coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. Alter, was sind das für Riesenbetten, ey? Ich meine, da könnten sich Leute nebeneinander hinlegen und es wäre noch genug Platz. Die Kleine passt gut zu meinem Lollitrop. Das war mein erster Gedanke, muss ich zugeben. Sie ist aber auch echt knuffig. Ich bin bloß gespannt, ob sie ein Fünfer oder ein Vierer wird. Sie wirkt vom Style her auf jeden Fall eher wie ein Fünfer. Ah, unten. Hui. Da. Ein Meal-Roboter. What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the Fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? Mein Essen sieht auch ziemlich gut aus. Oh, isn't that the meal box that only super lucky people manage to draw? Seems like you two are quite fortunate. Zufällig. It actually has nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? Yes, what you get to eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket for sure! Nur wenn du da bist, Paimon. Excuse me, did I hear you mention Nervulette just now? I've been wondering how he's doing. Is he busy with work? Has he been taking care of his health?
He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Sigewinne. Oh, that's good. But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, and some essential goods have to be obtained from the overworld, so we naturally have to stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. Danke für die Gastfreundschaft. You're very welcome. Well, your new life awaits. Naja, der Neuvillette hat ja dem Bescheid gesagt, dass wir kommen. Ich weiß immer nur, wie man den ausspricht. Wotteschlee. Rotteschlee. Keine Ahnung. Das ist glaube ich dasselbe wie das erste Mal. Sigewinne. Okay, das kann ich mir merken. Sein Name ist scheiße. Und so ein halber Witcher-Wolf drauf. Okay, ich muss zugeben, ich hatte eine echte Abneigung schon von Anfang an gegen ihn. Weil er halt einfach ausschaut wie der Sampo aus verdammten Honkai Star Rail und der Sampo ist richtiger Penner. Aber er geht eigentlich. Vor allem er wirkt auch so seriös. Und ein bisschen relaxed. Also auch im Bau gilt der Promi-Bonus. Eben. Okay, die Outfits schauen schon leicht deutsch aus, oder? Also, bin ich der Einzige, der so drüber nachdenkt. Oder wenigstens so Anime-Style-mäßig. Ich weiß nicht. Das Schwarze wirkt irgendwie automatisch deutsch. The Traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this! The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. Alter, das ist genau einmal passiert, Paimon. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now. Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. Alter, der hat es genau direkt gesagt, Alter. Was ist denn das für eine Frage jetzt? Er hat's nicht allzu direkt gesagt? Er hat's direkt gesagt. Alter, was ist los mit euch? We are criminals, and Paimon did eat that cake. But we're actually here to help Neuvillette. Alter, red halt noch lauter. Is it possible that he knows we're here on a mission? Vielleicht weiß er mehr, als er zugibt. Paimon overthinking things? Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny. Da können wir auch nichts dagegen machen. Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, the dude looks scary, so we gave up. And besides, the Duke said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So, we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. Da war noch etwas Wichtiges. You mean? Ja, Linne. Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost
spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! Ich schätze auch, das ist aus dem Grund hier wie wir. Oh, right! Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too! Schau, da drüben ist etwas. Huh? Ah. Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. It looks like a magician's prop. Lenny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. Das beweist, dass er auch etwas vorhat. If you say so. We can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. Mit eurer Beklommenheit verbringt ihr eure erste Nacht in Fort Merope. Hey, voll die riesen Betten, Alter. Das ist heute früh auf, Paimon. Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Du hast ihnen alles erzählt? Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe. Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! Dem Fielding? Nach dem Standort irgendwas gefragt hat. Ach, wie mir meinen Richter gebaut habe? Noch gar nicht. Ich meine, der ist ja schon seit Dienstag oder Mittwoch raus. Ich habe ihn zwar jetzt schon auf 80 in der Villette, aber... Take it easy. Ich habe, glaube ich, einmal eine 5er-Runde Artefakte versucht zu sammeln und es ist halt nur Scheißdreck rausgekommen. Ich habe von dem Artefakt, was ich nicht brauche, alles bekommen, aber von dem anderen fast gar nichts. Ich kann froh sein, dass wir Windkleider haben. Hä? Warte, wo ist die ganzen Seesterne? Mittwoch gesammelt? Heute gesammelt. Ne, Donnerstag gesammelt heute. Es sind ja 75 Stück auf der Karte. Hä, wir sollen weiter runter? Wo geht's hoch? Hä? Da geht's runter. Wie weit geht das runter, Mann? Ich dachte, wir machen eine Ebene. Und fahren nicht durch den Mittelpunkt der Welt oder so. Oh, da ist die Produktion. Ist halt auch schon geil. Das Fontaine ist schon so in anderen Ländern, oh, wir können Feuer machen. Und hier, wir bauen mal Roboter. Wir haben das Feuer entdeckt und können Räder bauen. Und nee, wir bauen einfach Roboter und Schlachtschiffe und keine Ahnung, was nicht alles. Ich hab bloß so das Flugzeug gekommen. Ah, you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. Yep, we just arrived yesterday and... Don't interrupt me when I'm speaking. Genau, Paimon, halt's Maul. Yes, sir. Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Nah. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Merope doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. Here,
Take this. Seid vorsichtig, die Maschinen sind wertvoller als ihr. Wenn sie nicht ganz funktioniert, haut drauf. Bring me the processed widgets and I'll give you some credit coupons in exchange. Werkstücke der Maschine verarbeiten. Schmieden und Bearbeiten von Werkstücken wird zunächst das unbearbeitete Werkstück in die Maschine eingelegt. Interagiere dann mit der Maschine, um die Herausforderung zu starten. Werkstück beim Drehen einmal feststecken, musst du das drehende Stück angreifen. Basis des Werkstücks leuchtet, um Schmiedearbeit abzuschließen. Nicht nach Beenden des Minispiels, sondern erfolgreich bearbeitete Werkstücke einzusammeln. Okay, ne, warte, so. Nilo darf jetzt arbeiten. Once the widget is hot enough to blow, jump to step on the pedal and hit. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. Okay, you got this! Great! Now we can report back to the foreman and give him the processed widgets! Ja, aber wir werden doch jetzt wegen jedem Einzelnen auftauchen, oder? Huh. This one is tolerable. Though, since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned. Paimon's exhausted. We're done now, right? Oh, that foreman. He's so scary that Paimon couldn't even speak. Alter, wir haben einen Teil gemacht. Wie kannst du schon fertig sein? Du hast ja nicht mal was gemacht. Even though Paimon's starving and wants to head straight to the coupon cafeteria, we still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work, too. He should be around here somewhere. Okay. Ich meine, so werden die Dinger doch nie fertig, wenn wir so lange brauchen. Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Hä? Alter, mach das auf jetzt. Hä, die wollen, dass ich das hier mache. Warte mal, muss ich hochfahren? Ich meine, das ist hier nur ein Kreis. Oh, das ist vielleicht deswegen gestrichelt, weil es falsch ist? Ah, wusste ich auch nicht, dass gestrichelte Linien bedeuten, dass es höher ist. Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? What was the second part? Ah, fuck. Na, jetzt halt. Hey, over here. Wie er rausschnalzt. Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? Oh, you scare so easily now? Is there something worrying you these days? Du? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Alter, ihr schreit beide die ganze Zeit umeinander. Ich bin der Einzige, der leise bleibt. Gut, meiner sagt auch nie was, aber egal. Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Ja, ein bisschen. Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the Court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sprich leise, schreit halt weiter, wie wenn nichts wäre. Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days.
I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. Ja, weil das nicht Absicht war, Alter. Sorry, Alter. Ich glaube, ich keine 2 Meter. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Ja, der Punkt ist, weshalb ihr eigentlich hierher gekommen seid. Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Told you so. See? Paimon guessed right. Wie sie stolz auf mich ist. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Eine direkte Provokation, Alter. Ihr schleust irgendwelche Spione ein, die lassen sie verschwinden. Also, das hättet ihr jetzt nicht machen dürfen. Guten Abend, Johanna. Warum bleibt ihr bei diesem Geheimnis so hartnäckig? Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's Gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. Bis ich sie vermöbel. It was this information that led us to suspect that Fontaine's Gnosis might be in the fortress of Meropide and is related to that secret. So it's all about the Gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The Knave has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Jetzt hast du doch eh schon alles erzählt. Du hast schon alles. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with 2 high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. Also wenn wir extra für Grafen da sind, der Rest so, ja passt schon. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Tut mir leid, aber ich muss Nein sagen. See, I told you. Ja, Fatui kann man nicht trauen, Alter. Ich meine, ich glaube nicht, dass ihr so schlimm seid, aber euer Oberspasti sind nicht so geil. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us.
Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Okay, jetzt geht's mit Schleim weiter. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Ernst wird, überdenke ich meine Entscheidung. Aber wenn es ernst wird, überdenke ich meine Entscheidung vielleicht noch einmal. Wenn wir nur Informationen teilen, ist das in Ordnung. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Okay. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub! Die schreien halt so hart rum, Alter. Mittlerweile weißt du das halbe fucking vor, was wir machen. Oh, wir können nicht mit euch zusammenarbeiten. Wir können euch nicht so viel Informationen geben. Und dann gleich rumschreien, dass halt jeder weiß. Achso, ja, das war ja unten. Hui. Was geht ab, Mampfen? Das sind noch mehr als vorher, ne? Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Solange wir lange genug hier bleiben. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. Ach, du hältst bloß nichts aus, Paimon. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Hast du einen Rat für Neuankömmlinge? I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Das kann nicht schlimmer als der Tod sein. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that! Man könnte zum Beispiel plötzlich verschwinden. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? In that case, would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Der will was dafür. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element.
What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? I'm usually around the rag and bone shop. Just call me wieder. Bye bye. Ich weiß nicht, ich glaube, der will uns einfach nur im Tisch ziehen. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Vielleicht hast du recht, aber es interessiert mich trotzdem. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Am Ende gehen wir doch sowieso in die Arena, oder? We were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Am Essen bringt etwas Zeit, damit euch mit der Gegend vertraut zu machen. Ehe ihr euch versteht, ist schon Nacht. Das geht in Genshin sowieso relativ schnell. Hin- und Herporten ist ein bisschen nervig. So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Oh. Hä, ein Wassergnosis? Ich höre, jemand ruft mich. Alter, wie lange überlegt er da? Are you awake, Traveler? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Ich habe von Tartaglia geträumt, glaube ich. Besser gesagt, ich war Tartaglia in meinem Traum. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Langsam wird es ein bisschen normal, Standard, oder? Ich meine, die letzten 20 Sachen haben wir alle durch irgendwelche Träume mitbekommen. Übertrieben. Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Vielleicht kann ich es nutzen, um alle seine Erlebnisse aus seiner Perspektive zu erfahren. And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Traum war etwas verschwommen. Es gab nicht viele nützliche Informationen. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. Yeah. What's the plan for today? Zur Arbeit in Produktion gehen, Tauschscheine ausgeben und die Arbeiter umgehen. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. Du kommst im Produktionstrakt an.
Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Bin schon dran. Good, here you go. Remember to give me the widget once you've finished processing it. Okay. I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Du fliegst doch nur neben mir rum und fuchtelst rum. Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. Ich trau halt keiner Sau in dem Gefängnis. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. In den letzten 15 Jahren hast du also keine Fortschritte gemacht? Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. All right, Chief. We'll be sure to come to you first. Die Regeln haben wir noch nicht gemeistert. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Die Geheimregeln, so werden sie doch genannt, oder? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Was? Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. Der Inhalt dieser Regeln ist also... If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon! If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Wie sah der Arbeiter aus? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Ich danke dir vielmals für die Information. Oh? You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Alright, if you insist. Was ist das für eine Aktion? Du darfst keine 3 Tage arbeiten. Wäre ich sofort dabei, Alter. 3 Tage Woche reicht. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. Tauchscheine zur Ermittlung 800? What would you Also wie like to viel do bekommen this wir? afternoon? Suchungstrag gehen, zu Pankration Arena gehen, freie Ermittlungen durchführen. Sure! If we're not going to work, then let's kill some time at the Pancration Ring. Was? Bewirkt dich während der Arbeit eine Formel für weitere Arbeitsschichten bei Granville. Die Phase... Erreiche die folgenden Ziele während einer Haft in Formel, um die Handlung fortzuführen.
Oh. Scheiße. Kann ich das noch? Ach, mir jetzt egal, ich gehe zur Arena. Hä, ist da nicht einer aus Sumeru? Nasami. Leibwächter. Irgendwelche harten Gegner? Ich störe nicht länger. Der Aufzugkäse nervt ein bisschen. Moderator des Pankreation. Hier kommen zu spitzen Respekt. Okay. Okay, kann ich hier gar nicht kämpfen? Ach, da steht der Typ, Collins. Wow, wie ich den halt überhaupt nicht gesehen habe. You must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Dabei. Okay, great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, thanks for your patronage, mate. Okay. Nacheinander nach oben. Sobald die Ziele blau aufleuchten, musst du die Ziele in der Reihenfolge treffen, in der sie nach oben schießen. 4 aufeinanderfolgende Runden. Okay. Okay, do your best to hit the targets, just like 2, 1, 3. 2, 1, 3. 3, 1, 4. 3, 1, 4. 1, 2, 4. 4, 2, 3. 4, 2. Das war's schon? Das war jetzt halt überhaupt nicht schwer, das wurden nicht einmal 4 Stück benutzt. I'll be. They weren't exaggerating about how strong you are. Don't worry, I wouldn't dream of shortchanging you. Du verlässt die Pankreation und kehrst in den Wohntrakt zurück. Okay. We woke up so early. Today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. Okay, wir müssen uns aufs Arbeiten konzentrieren. Oh, Paimon doesn't want to get up. Also du kriegst das Arbeiten 400 fürs Kämpfen. Completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? Zur Arbeit. Right, we just need to... So, jetzt schon der Look who dritte Tag decided to eigentlich. show up. Get your butts in gear and get to work. Ja, Time's ja. a wasting. Ich möchte gerne für 3 Tage hintereinander arbeiten. Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? Sure. Let's just say we really want to test our limits. Um die Geheimregel zu untersuchen, haben du und Paimon nichts anderes getan, als zu arbeiten. Nice! We did well today. Let's keep it up! Sehr gute Arbeiter. Paimon's had it. Who knew that processing these
these widgets would be so tiring. Am ersten Tag rennen sie, am zweiten Tag gehen sie. Und was ist jetzt am letzten, Alter? Fallen sie tot um? That's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? Na los, gehen wir Mittagessen. Wahrscheinlich kommt bloß auf die Krankenstation wegen Überarbeitung oder so. Du hast deine Vormittagsschicht beendet und gehst in die Tauschscheinkantine. Da ist eine Kiste aufgetaucht, gib mir die Kiste. Oh, Paimon's exhausted. It's just work, and more work. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. Genau. Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Warte mal, sind die Leute nicht jetzt weg, die wo da waren? Hidden rules only a rumor after all? Wäre eine ziemliche Enttäuschung. Well, there's no use to just guessing Ach, all da drüben sind day. Leute. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Paimon wonders what we'll get today. Maybe we'll get the super lucky meal. Oh. Wait, what? Das ist... What in the world is this? What's with Paimon's food? And is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. Irgendwie What kind of chef would make food like this? Irgendwie stimmt mit diesem Fleisch nicht. What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? Vorhin ist jemand verschwunden und jetzt gibt es seltsames Fleisch in unserer Ration. No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. You better hurry up and chow down. How could this be fun? Hey, don't leave! You barely even looked at it! Hey! Wie Paimon voll hysterisch wird. What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. Is he trying to hide something? Das wird immer spannender. Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. Seltsames Fleisch. Jetzt eine Wohlfahrtsmahlzeit, die du nach Verstoß der Geheimregeln des Produktionstags in der Tauschkantine erhalten hast. What would you like to do this afternoon? Gefundene Hinweise untersuchen. Since we have time now, let's focus on investigating some more. Fitzroy, was los hier? Oh, hello. You two are the ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... Fürchtest du dich so sehr vor ihm? Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. Wait, seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. Ich verstehe, du möchtest seinen Platz einnehmen? What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? Na, warte, das war's schon? Was ist jetzt los? Okay, da müssen wir ins Nauf gehen. Hey, was ist denn das? Das ist echt viel zum Laufen auf jeden Fall.
Da ist noch jemand. Oh, Lynette. Huh? Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major, I think I just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Huh. Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where is Siegeween when you need her anyway? Oh, you mean she wasn't in the infirmary? Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch, and nobody knows where Siegeween gets off to. Ist alles nicht nur ein Zufall. Huh. That's actually really strange. Siegeween's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. No need to trouble her. Menschenleere Klinik. Siegeween. Hä? Oh, da ist was. Hey, look! There's something here! Looks like a research notebook. Ganz zufällig. That suspicious guy peeking into the infirmary just now. Are they a fan of Siegeween? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Ooh, this all sounds pretty serious. He sure did his homework. Wir sollten Ihnen für diese Information danken. And as for the notebook, let's take it. Mit. Guten Abend, Lars. Ist hier noch was? Ups. Hey Lynette, was ist los? Oh, wonderful. I was worried that you'd be busy trying to earn reward coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. Wie ehrlich das ist. Wie geht's Lynette? My brother is still obsessed with anything remotely related to the Forbidden Zone. But knowing him, it won't be long before we get more leads. Geil. Bist du auch gerade untersuchen? Nee, ich fall nur ins Nur rum. Oh, before I forget, this is for you. Huh? Credit coupons? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. Aw, that's so nice of you, Lynette. We'll be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch! Milieu, Anwerber der Gesellschaft gegenseitige Hilfe. Kannst dir selber helfen. Geht's da runter? Ja. Okay, also zu den Werkstätten. Navigating the world. Alter, heute noch? Wie weit noch, ey? Few different identities to choose from. Maybe they'll come up with some. Ich werd hier irre. Oh, da ist sie doch. Siegeween. Siegeween? Aren't you supposed to be in the infirmary? What are you doing in the production zone?
Hello, Traveler. Paimon. Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Enjoy? What's there to enjoy here? It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Okay. Are you talking about pets or people? Bist du neben meiner Oberschwester auch noch Tierärztin? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. Ja, aber mich interessiert viel mehr, warum sie ein verdammter menschlicher Melusin ist. Also so ausschaut halt. Wait, Melazines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body and make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Aufpasserin ist die Quinn. Oder das... Ja. Sieht schön. Noch irgendwas? Da ist noch wer. Hey! It's the Traveler and Paimon! Jetzt erinnerst du dich an unseren Namen, was? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. Okay. Ich meine, ich kann halt auch irgendwie verstehen, hier unten, dass du abgefuckt bist und alles. Ja, trotzdem ein ziemlicher Wichser, aber es geht schon. Wir verzeihen ihn, er hat uns bezahlt. Hä? Take it easy. Arderne, Arzt. Ich dachte, die Siegwin oder Siegwin ist die einzige Ärztin hier. Nee, Oberschwester, ne? Das wird doch was anderes, wie Arzt. Also, das war jetzt keine Frage, sondern bloß eine Feststellung. Also, dass es so ist. Ach, verdammt. Vergiss es. You wanna stop investigating and go rest? Zeit, um sich auszuruhen. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. Haben wir jetzt das komische Fleisch eigentlich gefressen? So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? Ich glaube, ich habe da was, aber leider nichts mit Tentakel zu tun. Really? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, Traveler. Wir müssten doch jetzt den anderen überzeugen können, oder? Dass er uns die Geheimnisse verrät. Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? Begib mich Nachmittag in die Pankrate der Arena und hör dich nach Informationen um. Wow. Die Arbeit zum Geben. After working here so long, we're really starting. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. Schauen wir mal, ob es irgendeine andere, einfachere Arbeit gibt. Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Okay. Du beantragst bei Granville ein paar einfache Fertigungsaufgaben und erhältst problemlos einige Tauchscheine. Tauschscheine. Ich lese immer Tauch, Alter.
Paimon's gonna take her time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? Zur Arena. Knowing Child, he must have been there all the time. Ja, aber der durfte wahrscheinlich nicht kämpfen. Kommst du in der Pankration-Arena an? Pankration, Alter, wer kommt denn da auf sowas? Oh, back for another try? I hope you brought enough credit coupons. All right, then. Let's go. Okay, do your best to hit the target. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 3, 1, 4. Eins, 2, 4. Das ist halt nicht schwer, Mann. 4, 2, 3. 4, 2, 3. Your strength really shouldn't be underestimated. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. Vielleicht sollten wir es erst mal ausprobieren. However, you two haven't tried betting on the outcome of a pankration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? Pankratestat? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Huh. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I advise you to give it some more thought first. Noch ein Geheimnis. Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? Eine Art Regel gibt? What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive, too. Das war nur ein Zufallstreffer. Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bid. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. Alles klar, let's go. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does that? Hast du mal gesehen, wie er wirklich aussieht? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Sag mal, bringt dir dieser Ring im Gesicht eigentlich was? Traveler, do you think that boxer was... Wir werden das mal versuchen. Huh? We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Ja. Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just 3.000? Kerstin wohnt. Warum? Lass mich wetten. Ärsche. Oh, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here. Let's get to bed early. Schweinerei.
Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon, what do you have planned for us? 3000, 4000 haben wir. Die Arbeit zu umgehen. Also ich könnte sich lohnen, öfter im Produktionstrakt zu arbeiten. Mal sehen, ob es auf unerwartete stoße. Warum lassen Sie mich überhaupt auswählen? After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. Yeah, Das ist ein bisschen komisch, dass die von uns immer wollen, bla bla bla. Dass wir was auswählen können und jedes Mal, wenn du das Falsche nimmst, kommt dann eh das andere. Oh, just what would you like to do this? Maybe we'll be able to find... Diese Pseudo-Entscheidungen jedes Mal. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Wir kaufen für beide. Huh? For both fighters? I could tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you. Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. All right then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupons. Boah, Alter. Shut up! Lässt man allein und kehrst du den Wohntrakt zurück. Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. Mal schauen, was da passiert. Mehr Fleisch. Oh. Hey, traveler. Paimon. Package here for you. This? The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Ist das etwa... Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! Es ist etwas Seltsames drin. Huh? What is it? Are you okay? Let Paimon take a peek too. Ketchup? Oh. Tabasco? It's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Zieht sich ganz schön liquid. Almost like... Ja, ein bisschen schon, ja. Soll ein paar... Das soll verschwunden sein. Sieht Blut aus. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Möchtest du es probieren? Ugh, no way. Get that stuff away from Paimon. In diesem Ort wimmelt es nur von seltsamen Dingen. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon on this one, okay? Seltsame blutrote Flüssigkeit. Wahrscheinlich müssen wir die ganzen Regeln brechen. What do you have planned for us? Gefundene Hinweise Though it untersuchen. feels nice to slack off a little, less work means less coupons. Let's make the most of our morning. Hey, was jetzt schon wieder? Ja, da muss ich jetzt rumlaufen.
Werbeagent? Warum zur Hölle? If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. Der Ton von Paimon. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Anyway, that's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? Yeah. Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. Unzufriedenheit mit dem Herzog. Immer diese Fonta-Fuzis. Ah, okay, wir müssen ins Ding gehen. Take it easy. Boah, jetzt muss ich wieder runterfahren. Warum hat man in den großen Dingern keine Teleporter eingebaut, Alter? Da steht halt oben in der Mitte irgendwo einer, wo ihn keiner braucht. Hä? Sind wir nicht immer weitergefahren? Ne, das war zur Produktionsstätte, ne? Was ist jetzt schon wieder? Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? So eine Frage kannst doch nur du stellen, also dir geht's dir gut. Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Yeah. Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Oh, so it's the company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote Fanta products in the Fortress of Meropide.
Verstehe. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Förderer der Penetrationsturniers. Und jetzt? Ziele der Phase. In der Umgebung sammle Hinweise. Hä? Mit wem soll ich hier reden? Ah. Das müssen wir schon mal sehen. What are these papers scattered all over the Alter, die ground? liegen im ganzen Are they Forum. registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontaco symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Vielleicht ist das eine Fonta-Flasche, Alter, nur in Rot. Werfen wir schnell noch einen Blick drauf, bevor jemand kommt. Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? Wovor hast du Angst? Wir sind doch bereits Häftlinge. Oh, you're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Neues Produkt in Entwicklung. Das ist dann die rote Fonda wahrscheinlich. Okay, wieder zurück in den Wohntrakt. Es zieht sich ein bisschen, weil die Wege halt so lang sind auch. Hä? Da unten? Kann ich mich eigentlich rausbauen? Oh ja, es geht einfach. Ich dachte, ich kann nicht raus oder so. Wenn es noch arg viel länger geht, dann unterbreche ich hier dann mal. Dann machen wir nächstes Wochenende weiter. Ich habe jetzt bloß keinen Bock gehabt, dass ich nicht meine Sachen sammeln kann. Habe ich gerade die Anime-Serie geguckt. Was hast du denn geschaut, Klaus? Huh. We ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Zeit für eine Pause. Alright. But remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like Hard Paimon's gonna take her time and savor. Ja, du erzählst immer dasselbe. Freie Ermittlung. Meine Hinweise. Arbeit. After working here so long, but doing the same thing. Oh. Yeah. Aber wenigstens was abgekürzt. A mysterious box? A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, Traveler? Ich glaube, ich habe da was, hat aber nichts mit Tentakel zu tun. Das ist doch schon wieder dasselbe. Well, Es muss was Neues passieren. Wir haben alle Sachen abgeschlossen. Ziel der Phase erreicht. okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Gib mir ein paar Tauchscheine aus, um mehr Zeit für unsere Ermittlung zu gewinnen. Yeah, let's skip work for now and put our time to good use.
Aber haben wir nicht irgendwas mit einer Kiste gekriegt oder so? Da war doch irgendwas. Jedenfalls war der Ton vorhin so. Gefängnisausbruch und Einbruch, ja, so in der Richtung. Mit dem Teleporter macht's möglich. Da unten? Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. Is it just Paimon, or are there fewer people than usual here today? Ah. Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. Schizo. Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it! Just tell us already! So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Was? Cannibals? In the Fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so good. Ist das wirklich so? You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Was haben wir ihm jetzt gezahlt? Traveler, can we just trust him on this one? Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity? Glaubst du wirklich, dass Kannibalen mir gewachsen sind? Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. Machen wir uns bereit, eine weitere Geheimdeckel zu ermitteln. When will all the secrets end? Ey, ich bin gerade genauso. Ich würde auch gern wissen, wie es weitergeht. Was ist jetzt los? Vidoc isn't here. But the guys who went to work in the morning are back. Let's go. Jorier. Just... Okay, der war sehr freundlich. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. Was haben wir denn gesagt? Die Anime-Serie guckt Magie Magic. Sie Kingdom of Magic. Muss ich auch noch schauen, der soll gut sein. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people. Hä? Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. Können sie etwas mit den Kannibalen zu tun haben? But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Gehen wir es an einen anderen Blickwinkel an. So you mean we still need to investigate some more? Okay. Boah, Alter. Frag den Wachmann des Wohntrakts. Also wieder hoch. Okay, wir fragen jetzt den Typen noch. Wenn da wieder nichts passiert, großartiges, Alter, dann machen wir wahrscheinlich heute Schluss für heute. Weil es zieht sich schon sehr hart ein bisschen. Ich will zwar wissen, was hier passiert, aber muss nicht unbedingt nett sein. Hello, Fielding. What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question.
Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... Die Sache ist die, nachts hören wir ab und zu seltsame Geräusche. Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Das passiert ein paar Mal im Monat, Alter. Wie lange sind wir hier? Eine Woche? Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. So, what happens at night on pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month. And it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Es könnte auch sein, dass nur die Rolle an diesem Tag gereinigt werden. Right, both are a possibility. Da gibt's keinen But Grund. you did say that tonight is a cleaning night. Nicht selbst die Wahrheit herauszufinden. I knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Okay. Das will ich dann doch noch sehen. Das wäre dann das 3. Geheimnis, Alter. Normal sind alle guten Dinge 3. Oh, I'm so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. Zumindest müssen wir warten, bis alle anderen eingeschlafen sind. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Wir dürfen nicht einschlafen, bumm, eingeschlafen. Okay, wie kann er sich da verstecken, wenn am Turm oben schon Wachen stehen? Ah. Na, hat er Glück gehabt. Etwas ruft mich, ich muss gehen. Traveler, come on, wake up! Ich habe wieder tatsächlich Erlebnis geträumt. Oh, it looks like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Wir haben eine richtige Entscheidung getroffen, heute Abend zu handeln. Tartaklian kam durch die Rohre. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? Ich denke, wir werden es bald wissen. Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Da, wenn ich wollte, könnte ich die ganze Festung auslöschen. Aber wir wollen ja nicht so sein. Jetzt geht der scheiß Schleicherzeug wieder los, Alter. Ich hasse das. Sehr großes Bett. Ist mir auch aufgefallen, Klaus. Wie kann ich denn den ausweichen? Hinten einfach rumlaufen? Ja, da unten stehen doch sowieso welche rum. Warum muss ich denn Wachen ausweichen? Hä? Also doch oben.
Hä? Shh! Careful! We'll get in trouble if the guards catch us. Kann ich einfach hin vorbeilaufen oder sehen die mich? Okay. Oh, scheiße, die sind echt aufmerksam, die Wachen. This should be the place. Bitte kein Schleichanschnitt. Gott sei Dank nicht. What? I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Hör auf zu bluffen. What'd you say? Alle die Gerüchte über Kannibalen und Geheimregeln, die wurden von euch erfunden, oder? Yeah. So what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Hä, wir haben alle ausprobiert. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Etwas ruft mich, ich muss gehen. Huh? What did you say? Isn't that exactly what Boss said when he left? Was, Boss? Hey, do you know our boss? Ja, er ist tatsächlich auch bekannt als der Graf, einer der 11 der Fatui von Snezhnaya. Oh, we had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting in. Wir sind hier, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So, unless he somehow told you those exact same words after that... All right. I guess that's proof enough for me. Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Meripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. So, we got to work, and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. But has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing up. So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape somehow. Wie lange ist der jetzt eigentlich hier eingesperrt gewesen, wenn das hier bloß 3-mal im Monat passiert? Und die diese Gerüchte verbreiten konnten und alles. Is it also possible that something unfortunate? Das wirkt ja gerade so, wie wenn er da schon ein Jahr wäre oder so. Nothing could ever defeat Boss or slow him down. It's one thing we know for sure.
Können die uns dorthin bringen, von wo er ausgegangen ist? Alright. Keep quiet and follow us. Okay. Es passiert wenigstens mal was. Take it easy. Warum sollten die uns da hinbringen? Die hätten einfach die Richtung zeigen können. The way up from here has been sealed off. The boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Ich kenne einen guten Taucher. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. It's getting late. We should leave before the guards come this way. Wie ist denn ein guter Taucher? Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Wir holen jetzt aber nicht den anderen Typen, oder? Was soll denn das? Wir können doch unendlich lang tauchen. Warum? Wenn die Zeitrechnung nach Pachtlänge geht, dann ist der Graf gerade mal 6 Wochen ein. Ey, ich muss zugeben, das machen wir dann nächstes Wochenende weiter. Weil das fuckt mich gerade ein bisschen ab, ey, dass das sich so zieht. Und dann, oh, wir brauchen einen guten Taucher. Weißt du, ich tauche in ganz scheiß Fontänen umeinander und da dann, oh, wir brauchen jemanden, der tauchen kann. Was ist das für eine Aussage, Alter? Ah. Good roll. Alright. Nee, dann machen wir an der Stelle dann Schluss. Weil dann machen wir dann nächstes Wochenende, machen wir weiter. Weil das ist... Es hat sich schon gezogen. Ich weiß, was sie damit darstellen wollten. Oh, please go on, nein. Was sie damit darstellen wollten, aber trotzdem. Das zieht sich jetzt wahrscheinlich noch Ewigkeiten hin, Alter. Du redest dann mit dem, dann musst du da hin, dann musst du es rausfinden, dazwischen zig Gespräche, dann bis du den dann findest. Also mich würde es nicht wundern, wenn es noch mindestens eine Stunde geht und das geht heute gerne mal. Da habe ich keine Lust drauf. Dazu hat es sich jetzt zu sehr gezogen. Ja. Dann sehen wir uns dann das nächste Wochenende wieder. So cool es auch ist und ich weiß, was sie damit darstellen wollen, aber es zieht sich zu sehr. Bennett-Ritual nicht vergessen, stimmt, das machen wir noch. Das hätten sie alles ein bisschen kürzer und knackiger machen sollen, anstatt so... Ich weiß schon, warum sie sowas so lang machen, damit es sich ein bisschen mehr zieht und sie mir ein bisschen rausholen können, aber... Da ist er. You want me? Nein, will ich nicht. So. Und tschüss. Sorry, ich sitze wie Kaugummi, ja. Vor allem, weil du halt diese 3 echt sinnlosen Geheimnisse halt einfach rausfinden musst. Alarm, ein Häftling ist geflohen, ja. Und er hat jemanden von der Klippe gestoßen. Bennett down. Time to broaden our... Super, bin ja schon im Urlaub. Na dann, schönen Urlaub, Pieps. Ich wünsche euch allen dann eine schöne Nacht, ein schönes Restwochenende. Je nachdem auch einen schönen Brückentag. Und dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder, wenn wir dann die Story hier weitermachen. Und dann hoffentlich mal zu einem Abschluss kommen. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.